Hast du diesen Aufkleber schon einmal gesehen? Er klebt in einigen Geschäften, sowohl in Deutschland als auch in Georgien. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus zur Erstattung des Mehrwertsteuerbetrags, der im Kaufpreis der Waren enthalten ist. Hier erfährst du, was dieser Aufkleber bedeutet und was du tun musst, damit du die bezahlte Mehrwertsteuer erstattet bekommst. Ich werde dir schrittweise alle Infos über die Inanspruchnahme des georgischen und des deutschen Tax-Free Services geben. Der Tax-Free Service ermöglicht ausländischen Staatsbürgern die Rückforderung der auf bestimmte Waren gezahlten Mehrwertsteuer, sofern diese Waren in autorisierten Geschäften erworben und anschließend aus dem Land ausgeführt werden. Es gibt ihn sowohl in Georgien als auch in Deutschland. Grundlagen der georgischen Mehrwertsteuerrückerstattung. Ich beginne mit dem Tax-Free Service in Georgien. Der reguläre Mehrwertsteuersatz in Georgien beträgt 18% und wird auf die Lieferung aller Güter und Dienstleistungen, die im Rahmen wirtschaftlicher Aktivitäten auf georgischem Territorium erbracht werden, angewendet. Eine grundlegende Voraussetzung für die Rückerstattung ist, dass die Waren in einem Geschäft erworben werden müssen, das vom georgischen Finanzamt zur Ausstellung spezieller Mehrwertsteuer Rückerstattungsbelege autorisiert wurde. Es ist also nicht jeder Händler befugt, dem Käufer einen Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbeleg auszustellen. Dafür benötigt er die Genehmigung des georgischen Finanzamts. Zu erkennen sind diese Geschäfte an einem Tax-Free-Aufkleber. Meistens klebt dieser neben der Eingangstür. Es gibt aber auch Geschäfte, die eine Genehmigung haben, diese aber nicht bewerben. Darum lohnt es sich nachzufragen. Wer kann die georgische Mehrwertsteuer zurückerhalten? Die Berechtigung zur Mehrwertsteuerrückerstattung ist ausschließlich auf Staatsbürger anderer Länder beschränkt. Dies bedeutet, dass Personen, die die georgische Staatsbürgerschaft besitzen oder über eine georgische Aufenthaltserlaubnis verfügen, in der Regel nicht für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer in Frage kommen. Wenn du deutscher Staatsbürger ohne georgische Aufenthaltserlaubnis bist, erfüllst du somit die Kriterien für die Berechtigung. Erstattungsfähige Waren und Mindestkaufbetrag in Georgien. Grundsätzlich sind alle Waren, auf die Mehrwertsteuer erhoben wurde, für eine Rückerstattung qualifiziert. Eine wesentliche Bedingung ist jedoch der Mindestkaufbetrag. Der Gesamtpreis der Waren ohne Mehrwertsteuer muss pro Beleg einen Betrag von 200 georgische Lari überschreiten. Das sind etwa 64 Euro. Dabei ist die Formulierung pro Beleg von entscheidender Bedeutung. Sie stellt eine strengere Anforderung dar als in einigen anderen Ländern, wo es unter Umständen erlaubt ist, mehrere kleinere Einkäufe desselben Geschäfts am selben Tag zu kumulieren, um den Mindestbetrag zu erreichen. In Georgien muss also jeder einzelne Einkauf, wie er auf einem einzigen Beleg ausgewiesen ist, den Schwellenwert von 200 georgische Lari überschreiten, um für eine Rückerstattung in Frage zu kommen. Waren, die in Georgien von der Rückerstattung ausgeschlossen sind, bestimmte Waren sind von der Mehrwertsteuerrückerstattung ausgenommen. Dazu gehören Güter, deren Export aus Georgien eine spezielle Genehmigung oder Lizenz erfordert. Ebenso sind Waren ausgeschlossen, die gemäß dem georgischen Steuergesetzbuch bereits von der Mehrwertsteuer befreit sind. Sei dir im Klaren darüber, dass die autorisierten Verkäufer verpflichtet sind, keine Belege für Waren auszustellen, bei denen der gezahlte Mehrwertsteuerbetrag nicht erstattet werden darf. Diese Regelung legt die Verantwortung für die korrekte Identifizierung nicht erstattungsfähiger Waren primär auf den Händler. Obwohl Touristen sich der Ausschlüsse bewusst sein sollten, fungiert der autorisierte Verkäufer in Georgien als primärer Kontrollpunkt für die Ausstellung korrekter Tax-Free-Belege.
3 Schritte zur Mehrwertsteuerrückerstattung in Georgien. Das System der Mehrwertsteuerrückerstattung in Georgien folgt einem 3-schrittigen Prozess. Erster Schritt: der Einkauf im autorisierten Geschäft. Der erste Schritt beginnt bereits beim Einkauf. Ich war einmal in einem Geschäft, da hingen große Tax-Free-Shopping-Schilder an der Decke. Als ich bezahlen wollte, sah sich die Kassiererin nicht in der Lage, mir das Erstattungsformular auszufüllen. Nach dem Grund gefragt, hat sie mir verlegen erklärt, dass das bei Haushaltsprodukten nicht möglich sei. Ich vermute, dass sie nicht wusste, wie die Modalitäten sind. Sei dir im Klaren darüber, dass du in Georgien bist. Formal gesehen ist der Verkäufer verpflichtet, diesen Beleg auf Anfrage eines ausländischen Käufers auszustellen. Aber es nützt dir nichts, wenn der Verkäufer nicht weiß, wie das geht. Darum erkundige dich vor dem Kauf, ob er dir den Tax-Free-Beleg ausfüllen kann. Dann hast du die Wahl, entweder auf die Erstattung zu verzichten oder in ein anderes Geschäft zu gehen. Der Tax-Free-Beleg muss detaillierte Angaben zu den gekauften Waren enthalten. Bei identifizierbaren Gütern, wie beispielsweise Elektronikartikeln, sind zusätzlich die Seriennummer, IMEI oder andere eindeutige Identifikationscodes oder Kombinationen aufzuführen. Die Vollständigkeit und Korrektheit der ausgefüllten Formulare sind von großer Bedeutung, da der Tax-Free-Beleg das zentrale Dokument für den gesamten Rückerstattungsprozess darstellt. Seine Genauigkeit ist entscheidend für die spätere Zollvalidierung und die Auszahlung der Rückerstattung. Darum prüfe, ob die Angaben vollständig und richtig sind. Ein weiterer Aspekt betrifft die Verpackung und Versiegelung der Waren. Die gekauften Güter müssen vom Verkäufer in eine Standard-Umverpackung oder einen Kartonbeutel gelegt und mit einem speziellen Klebeetikett versehen werden. Die Verpackung muss so versiegelt sein, dass ein Entnehmen der Waren ohne Beschädigung des Aufklebers nicht möglich ist. Du musst die gekauften Artikel bis zur Vorlage beim Zoll in ihrem originalen versiegelten Zustand belassen. Die Integrität dieses Siegels ist von großer Bedeutung. Autorisierte Verkäufer sind verpflichtet, spezielle Klebeetiketten zu erwerben. Diese sind in allen Servicezentren der Finanzverwaltung erhältlich. Eine Beschädigung der Verpackung oder des speziellen Klebeetiketts führt zur Verweigerung der Mehrwertsteuerrückerstattung. Zweiter Schritt: die Bestätigung der Ausfuhr bei der georgischen Zollbehörde. Die Waren müssen spätestens 3 Monate nach dem Kauf aus Georgien ausgeführt werden. Lasse dir die Mehrwertsteuer am Abreiseort, zum Beispiel dem Flughafen, den Seehafen oder die Grenze bei Sarpi, rückerstatten. Das bedeutet, dass du die Waren und Dokumente den georgischen Zollbehörden vorlegen musst, bevor du das Gepäck aufgibst und bevor du die Passkontrolle passierst. Im Flughafen Kutaisi beispielsweise befindet sich der Tax-Refund-Schalter in der rechten Ecke des Check-in-Bereichs. Um die Zollbestätigung zu bekommen, musst du Folgendes vorlegen: deinen Reisepass als Nachweis der ausländischen Staatsbürgerschaft bzw. deines Wohnsitzes außerhalb Georgiens, die gekauften Waren in der versiegelten Verpackung und den speziellen Tax-Free-Beleg, der vom autorisierten Geschäft ausgestellt wurde. Der Zollbeamte wird die Waren mit dem Beleg abgleichen und den Beleg als Bestätigung abstempeln. Das Original des Belegs erhältst du zurück. Es ist auch schon vorgekommen, dass der Zollbeamte auch das Flugticket sehen wollte. Dafür gibt es einen Grund. Es ist vorgekommen, dass die Ware, nachdem der Zollbeleg abgestempelt wurde, einem Freund ausgehändigt wurde. Es stellt eine Straftat dar, Waren auf georgischem Territorium an Dritte weiterzugeben, nachdem der gestempelte Beleg erhalten wurde. Dritter Schritt: die Rückerstattung der Mehrwertsteuer in Georgien. Für die Rückerstattung musst du zum Auszahlungsschalter gehen. Dort legst du den Original-Tax-Free-Beleg mit dem Zollstempel und deinen Reisepass vor. Dann erhältst du die Erstattung direkt in bar oder per Überweisung auf dein Konto. Bei der Überweisung wird das Geld spätestens 30 Kalendertage nach der Ausreise erstattet. Berechnung der Rückerstattung in Georgien. Du wirst nicht den vollen Mehrwertsteuerbetrag von 18% erstattet bekommen.
Der Grund ist, dass von der Rückerstattung eine Gebühr der Finanzverwaltung und eine Bankprovision abgezogen wird. Der Revenue Service erhält 22,22% der Rückerstattung und die Bank 3%. Zur Veranschaulichung stelle ich die folgende Berechnung auf. Angenommen, der Kaufpreis beträgt 236 Lari und einen Tetri, einschließlich 18% Mehrwertsteuer. Der Warenwert ohne Mehrwertsteuer beträgt dann 200 Lari und einen Tetri, nämlich 236 Lari und einen Tetri geteilt durch 1,18. Die gezahlte Mehrwertsteuer beträgt 36 Lari, das sind 18% von 200 Lari und einem Tetri. Davon werden 22,22% als Gebühren für den Revenue Service abgezogen und zusätzlich 3% an Bankgebühren. Demnach beträgt der niedrigste Erstattungsbetrag 26,92 Lari. Zusammenfassung des georgischen Tax-Free Services. Ich fasse die Anspruchsvoraussetzungen für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer noch einmal zusammen. Der Käufer muss Bürger eines anderen Landes sein. Er hat keine georgische Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsgenehmigung. Waren müssen in einem Geschäft gekauft werden, das vom georgischen Finanzamt zur Ausstellung von Tax-Free-Belegen berechtigt ist. Der Kaufpreis muss pro Beleg 200 Lari ohne Mehrwertsteuer überschreiten. Die gekauften Waren müssen aus Georgien ausgeführt werden. Die Waren müssen spätestens 3 Monate nach dem Kauf exportiert werden. Ein vom Verkäufer ausgestellter korrekter Tax-Free-Beleg ist erforderlich. Die Waren müssen vollständig und in der vom Verkäufer versiegelten Verpackung vorgeführt werden. Weiter geht's nach Deutschland. Wie funktioniert der Tax-Free-Service in Deutschland? Weil die Produktauswahl größer ist und die Preise niedriger, bietet es sich für Deutsche, die in Georgien leben und eine georgische Aufenthaltserlaubnis haben, an, hochwertige Elektronik in Deutschland zu kaufen und sich die Mehrwertsteuer erstatten zu lassen. Um die Mehrwertsteuer auf ein in Deutschland gekauftes Produkt zurückerstattet zu bekommen, musst du folgende Bedingungen erfüllen. Zum Zeitpunkt des Kaufs der Ware muss dein Wohnsitz in einem Land außerhalb der Europäischen Union liegen. Ein Wohnsitz in Georgien erfüllt diese Voraussetzung. Beim Kauf musst du dem Verkäufer mitteilen, dass die Ware zur Ausfuhr in ein außereuropäisches Land bestimmt ist. Der Rechnungsbetrag pro Kassen- oder Rechnungsbeleg muss mindestens 50 Euro und 1 Cent betragen. Nur dann kann der Händler eine Umsatzsteuerbefreiung für die Ausfuhr im nicht kommerziellen Reiseverkehr bei seinem Finanzamt geltend machen. Die gekaufte Ware muss ungetragen bzw. unbenutzt, original verpackt und idealerweise noch mit Preisschildern versehen sein, wenn du sie den deutschen Zollbehörden vorlegst. Die Ausfuhr der Gegenstände muss vor Ablauf des 3. Kalendermonats erfolgen, der auf den Monat des Erwerbs folgt. 3 Schritte zur Mehrwertsteuerrückerstattung in Deutschland. Du siehst, die Verfahren in beiden Ländern sind nahezu identisch. Auch in Deutschland gehst du in 3 Schritten vor. Erster Schritt, der Einkauf in Deutschland. Teile dem Verkäufer mit, dass du einen Wohnsitz in Georgien hast und die Ware zur Ausfuhr bestimmt ist. Der Verkäufer wird dir daraufhin eine sogenannte Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung ausstellen. Viele Geschäfte arbeiten auch mit Tax-Free Shopping Services zusammen, zum Beispiel Global Blue oder Planet Payment. In diesen Fällen erhältst du anstelle der Ausfuhrbescheinigung einen sogenannten Tax-Free Shopping Check. Achte darauf, dass die Formulare vollständig und korrekt ausgefüllt sind, einschließlich deiner Konto- bzw. Kreditkartendaten, da eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer sonst nicht möglich ist. Zweiter Schritt: Bestätigung der Ausfuhr durch den deutschen Zoll. Bei deiner Ausreise aus Deutschland musst du die gekauften Waren im Originalzustand zusammen mit deiner georgischen Aufenthaltserlaubnis und den Originalrechnungen mit den Ausfuhrvordrucken oder den Tax-Free-Shopping-Checks beim deutschen Zoll vorlegen. Wenn die Ware im aufgegebenen Gepäck transportiert werden soll, teile dies beim Check-in mit.
Dann wird dein Gepäck mit einem speziellen Etikett versehen und dir zur Vorlage beim Zoll zurückgegeben. Du kannst es dann nach Prüfung endgültig aufgeben. Möchtest du die Ware im Handgepäck transportieren, suche am besten gleich den Zollschalter auf. Wenn du einen Anschlussflug innerhalb der EU hast, musst du die Zollbestätigung am letzten EU-Flughafen einholen, bevor du die EU verlässt. Der Zollbeamte wird die Ausfuhr auf deinem Formular bestätigen und abstempeln. Dritter Schritt: die Rückerstattung der Mehrwertsteuer in Deutschland. Nachdem du den Zollstempel erhalten hast, musst du die abgestempelten Ausfuhrbescheinigungen per Post an das Geschäft zurücksenden, in dem du die Waren gekauft hast. Gehe davon aus, dass die Erstattung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Solltest du dich für einen Tax-Free Shopping Check entschieden haben, kannst du dir die Mehrwertsteuer möglicherweise direkt auszahlen lassen. Die Agenturen haben Büros an allen größeren Flughäfen. Anderenfalls musst du die Schecks per Post an die auf der Rückseite angegebene Adresse schicken. Höhe der Rückerstattung und anfallende Gebühren in Deutschland. Auch in Deutschland wird der tatsächlich erstattete Betrag zumeist geringer ausfallen als die volle Mehrwertsteuer. Dies liegt daran, dass die Anbieter der Tax-Free Shopping Services eine Bearbeitungsgebühr für ihre Dienstleistung berechnen. Die genaue Höhe dieser Gebühren variiert je nach Anbieter und dem erstatteten Betrag. Manchmal schafft man es nicht zur Zollstelle. Falls du Deutschland ohne Zollstempel verlassen hast, aber die fristgerechte Ausfuhr innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf anderweitig nachweisen kannst, zum Beispiel durch Flugtickets, könnte es eine Option sein, die Ausfuhrbestätigung bei einer deutschen Auslandsvertretung, Botschaft oder Konsulat einzuholen. Hierfür fällt eine Gebühr von 34,07 € pro einzelne Rechnung an. Darum dürfte sich der Aufwand nur für höhere Rechnungsbeträge lohnen. So viel von mir zu diesem Thema. Hast du Erfahrungen mit der Rückerstattung der Mehrwertsteuer gemacht? Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.